Moin, Freunde des gepflegten Leistungssports. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, ich sitze zu Hause vor meinem Rechner. Also nicht in der Trainingshalle. Liegt daran, dass ich heute Rest Day habe. Und ich dachte, ich könnte doch mal so ein ganz altes Video, eines der ersten, ne, von mir selbst anschauen. Und ja, einfach mal gucken, wie ich damals so vor der Kamera performt habe. Wie damals so... Einfach wie die Dinge damals vielleicht ein bisschen anders waren. Und ich habe mir hier rausgesucht, Tutorial Nummer 1, Kniebeugen, die Grundlagen. Können wir doch gleich mal checken, ob das noch up to date ist oder ob es da schon ein paar neue Sachen gibt. Und dann würde ich fast sagen, let's go. Nices Intro, würde ich sagen. Das war das allererste. Es hat sich Gott sei Dank schon ein bisschen entwickelt. Wie gesagt, das Video ist von 2015, also es ist wirklich schon lange her. Aber sehr gut. Besser als nichts, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Hallo Leute, heute zeige ich euch die Kniebeuge. Das war die Begrüßung. Hallo Leute, heute zeige ich euch die Kniebeuge. Hey Freunde des gepflegten Leistungssports oder hey gepflegte Freunde des Leistungssports. Ja, wir haben uns auch ein bisschen entwickelt. Man muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt die Auflösung sehe, damals war dann auch die Kamera wahrscheinlich nicht so geil. Mittlerweile haben wir ja ein bisschen was zugelegt. Also ich nehme jetzt hier gerade noch mit der alten auf. Das ist übrigens meine neue mit Hamster oben drauf, damit der Ton auch geil ist. Die wird jetzt demnächst auch ihre Arbeit aufnehmen. Und da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Also wir haben uns wirklich entwickelt. Aber das ist ja auch gut so. Allerdings nicht vorne, so wie ihr gerade gesehen habt, sondern hinten. Dazu werde ich euch ein bisschen was erklären, wie man richtig... Du musst erstmal zur Ruhe kommen. Ich bin auch völlig außer Puste. Wie der Rücken ist, wo die Füße sind. Und ich werde mal mit ein paar Gerüchen aufräumen, wie zum Beispiel halbe Kniebeuge oder gar Kniebeuge mit Scheiben unter den Fersen. Zu aller Anfang halbe Kniebeuge. Halbe Kniebeuge ist absoluter Dünnschiss. Ist auch immer noch so. Also halbe Kniebeuge, entweder ihr macht ganze oder ihr macht gar keine. Aber so ein Zwischending ist doch nichts. Warum? Wenn es jetzt nicht gleich noch kommt, kann ich es ja vorausnehmen. Der retropatellare Anpressdruck ist bei der halben Kniebeuge einfach am höchsten. Ihr müsst euch ja vorstellen, von oben drückt die Last, ihr drückt unten gegen und in der halben Kniebeuge, das scheppert richtig. Also wenn ihr das regelmäßig macht, mal gucken, wie lange das gut geht. Halbe Kniebeuge ist absolut gesundheitsschädigend für eure Knie. Aus dem einfachen Grund, ihr müsst ja nur mal überlegen, wenn ihr normal steht und ihr geht bis 90 Grad in die Kniebeuge, dann habt ihr hier die größte Kraft auf euren Gelenken. Das stimmt. Und wenn ihr halbe Kniebeuge ohne Last macht, selbst das tut ja schon weh, finde ich. Das ist auf Dauer nicht gut. Also wenn ihr den Sport, insbesondere Kraftsport, lange betreiben wollt und auch gesund bleiben wollt, dann macht die Kniebeuge immer bis tief runter, weil er unter anderem damit noch den Muskel besser dehnt und der Wirkungsgrad viel größer ist. Zum zweiten Thema. Cheers darauf. Auf gesunde und wirkungsvolle, ganze, tiefe Kniebeuge. Weiter im Text. Viele Ratende, Trainer, Freunde, was auch immer, raten beim ersten Mal Kniebeuge, wenn man nicht ganz runtergehen kann in die Hocke, zu einer Scheibe, die man so leicht hinten auf der Ferse bzw. unter der Ferse hat. Es ist genauso eher schlecht, weil ihr einfach nicht, ja, wie soll ich sagen, die Bewegung macht, wie Gott sie vorgesehen hat. Wie Gott sie vorgesehen hat. Die Bewegung, wie sie damals Gott schon bei den Kniebeugen so für uns vorgesehen hat. Hier grätsche ich mal rein. Mittlerweile bin ich der Meinung, also so eine Erhöhung ist nicht verkehrt.
Aber das kommt drauf an, mit was ihr aktuell beugt. Also wenn ihr Gewichtheberschuhe habt, wo schon so eine kleine Erhöhung hinten drin ist, die hat nämlich einen Sinn und Zweck, dann ist nochmal eine Erhöhung vielleicht Quatsch. Wenn ihr barfuß Kniebeuge macht oder in Chucks, wo hinten gar nichts ist, einfach nur flache Sohle, da könnte es sich eventuell anbieten, eine kleine Erhöhung mit einzubauen. Aus dem einfachen Grund, bei den Gewichtheberschuhen gibt die Erhöhung so ein Fußgelenks-Mobility-Kick, so einen kleinen, sage ich mal. Ihr merkt das ja, wenn ihr barfuß in die Hocke geht, dann sind die meisten sehr aufrecht, wenn sie überhaupt in die Hocke kommen. Und dadurch, dass die Ferse ein bisschen erhöht ist, geht der Oberkörper auch leicht nach vorne. Ist die Erhöhung aber hinten zu hoch, wie was ich im Gym ganz oft sehe, wenn die halt solche Platten haben, die wirklich so krass vorne sind, dann ist der Oberkörper viel zu weit vorne und dann habt ihr gar nicht die Möglichkeit, die Hebel auszunutzen und dort die Kraft so zu übertragen, dass ihr geile Kniebeuge machen könnt. Also das ist wie wenn ihr auf oder in High Heels Kniebeuge macht, würde ja auch keiner machen. Sieht ja auch doof aus. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr Gewichtheberschuhe habt, dann braucht ihr keine Erhöhung, weil da sind sie im Schuh integriert. Habt ihr Chucks oder macht ihr das barfuß, dann könnt ihr euch wirklich so eine kleine Scheibe drunter legen, damit ihr in etwa dieselbe Höhe habt wie in den Gewichtheberschuhen. Das war's auch schon. Hätte Gott auch so gewollt. Einfach. Also wenn ihr gesund bleiben wollt, wenn ihr stark werden wollt, erstens Kniebeuge immer bis tief in die Hocke und zweitens Finger weg von Scheiben. Kauft euch Gewichtheberschuhe, dann habt ihr eventuell noch ein bisschen mehr Stabilität. Und das war's auch schon. Kauft euch einfach Gewichtheberschuhe. Nun zu den Kniebeugen an sich. Ganz wichtig ist, dass ihr eure Kniebeugen mit Spannung macht. Also schon mit Spannung praktisch die Last raushebt aus den Ständern. Das ist übrigens der Tip of the Day, weil das ganz viele, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzen. Für mich fangen die Kniebeuge schon beim Herausnehmen aus den Ständern an. Also nicht einfach hin und rausheben und dann, okay, und jetzt konzentriere ich mich auf die Kniebeuge, sondern ich stelle mich drunter, die Füße sind parallel und dann mit einem kräftigen Einatmen spanne ich mich rein, Pressatmung, Oberkörper ist komplett unter Spannung, hebe ich das Ding raus und schon liegen die ganz anders und dann fühlen die sich auch leichter an. Klingt lustig, ist aber so. Und so könnt ihr dann direkt mit Spannung beugen. Ihr müsst natürlich von rausnehmen aus den Ständern zu, ich beug dann wirklich zwischendurch noch 1-2 Mal atmen, weil sonst könnte es dem einen oder anderen ein bisschen schwierig werden. Das ist ungünstig. Aber wichtig ist, dass ihr die Spannung habt und dann geht's los. Vielleicht ist es gar nicht so übel, wenn ihr für den Anfang einen Spiegel benutzt. Dann seht ihr nämlich, ob die Handel auch gerade ist, dass sie nicht hängt beispielsweise und da gar nicht erst anfangt, irgendwelche muskulären Disbalancen zu trainieren oder anzutrainieren. Dann steht ihr ungefähr hüftbreit, allerdings auch so, dass es einigermaßen bequem ist, dass ihr eben richtig in die Hocke gehen könnt und lasst die Fußzehen, die Fußspitzen leicht nach außen rotieren. Das sehe ich übrigens immer noch ganz oft, dass die Füße gerade sind, aber die Knie wandern doch nach außen. Und was richtig krasser ist, also bei mir ist es ja eh nochmal ein bisschen mehr, weil ich habe die O-Beine, wisst ihr ja, deswegen sieht man das bei mir ganz gut. Aber was ich auch sehe, die Füße sind gerade und die Kniescheibe geht nach außen. Also es ist irgendwie so, wie übertrieben gesagt, geohtes X-Bein. Aber die Knie lasst ihr nach außen wandern und dann müssen natürlich auch die Fußspitzen in die Richtung zeigen. Ist viel bequemer und für die Kraftübertragung top. Geht ihr langsam in die Hocke, also nicht schnell, langsam, dass sie auch richtig wirken und auch langsam wieder raus. Wenn noch ein bisschen Kraft übrig ist, könnt ihr bei einer Dreierserie zum Beispiel... Ich überlege gerade echt, ob wir das Video nicht vielleicht sogar mit dem iPad aufgenommen haben. Wer hat denn das eigentlich aufgenommen? Von der Qualität ist das schon, sieht es so ein... Naja, gut. Gerne den letzten pausiert machen, zählt kurz bis 1 und steht dann wieder auf. Auf jeden Fall. Und der Muskel baut sich schneller. Sorry. Nochmal ganz kurz zur Mobilität. Wir werden dafür nochmal ein gesondertes Video machen, weil nicht jeder von Anfang an sich so bewegen kann, dass es passt. Das Video wurde übrigens inzwischen schon gemacht, könnt ihr auch auf meinem YouTube-Channel finden oder wenn ihr es ganz schnell haben wollt, auf meinem Instagram-Account in den Story-Highlights gibt es auch die Squat
Mobility, also die Squat Routine. Könnt ihr mal reinschauen. Ist eigentlich alles drin, was ihr braucht, zumindest für die Kniebeuge. Wichtig ist allerdings, dass der Rücken gerade ist. Zum Thema Gürtel. Gürtel sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen, wenn er noch schön bunt ist. Der Gürtel sieht ziemlich cool aus, deswegen trage ich ihn. Bringt aber an sich eigentlich gar nichts. Der Gürtel War natürlich ein bisschen Ironie, glaube ich. ist nur dafür da, dass ihr stabil seid hinten. Aber wenn ihr instabil seid, dann trainiert doch ein bisschen mehr. Dann braucht ihr auch keinen Gürtel. Im Grunde genommen war es das dann eigentlich also auch schon für den Anfang. Gut, das mit dem Gürtel ist eigentlich wie mit den Kniebandagen. Habe ich grundsätzlich nichts dagegen. Aber erst wenn man so in diesem Bereich ist, wo man sagt, okay, mit Bandagen oder mit Gürtel hole ich jetzt nochmal 5 Kilo raus. Ich persönlich, habe auch schon mit Gürtel gehoben, aber keinen großen Unterschied gemerkt, deswegen habe ich ihn weggelassen. Aber wem das was bringt, super gut für hinten raus. Wer sich damit allerdings schon warm macht, sollte sich vielleicht wirklich mal fragen, müsste ich vielleicht nicht ein bisschen mehr Oberkörper oder allgemein Stabis machen, damit das stabil ist und ich nicht immer schon beim Warmmachen schon auf den Gürtel angewiesen bin. Ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns im nächsten Video. Stay tuned, euer Max. Und die Großeltern werden die nicht mehr gegrüßt oder was? Gut, man muss dazu sagen, damals war es mir auch echt so ein bisschen unangenehm und wenn wir dann das Video gemacht haben, dann schnell, Hauptsache wir haben was wir machen können. Das hat sich mittlerweile aber auch schon geändert. Mittlerweile macht es mir echt ein bisschen Spaß und ich bin auch ein bisschen lockerer. Heißt jetzt nicht, dass ich gerne irgendwo im Stadtzentrum vor hunderten Leuten das Handy hochnehme oder die Kamera und mich dann im Vlog-Style filmen. Das ist mir immer noch ein bisschen unangenehm tatsächlich. Aber so hat sich das echt schon entwickelt. Aber, ne? Man wächst halt mit seinen Herausforderungen und deswegen mal gucken, wo es jetzt noch hinführt. Aber das war es ja an sich auch schon gewesen und bevor ich das Video jetzt beende, habe ich noch einen ganz kleinen Tipp für euch. Glucosamin. Für alle die nicht wissen, was das ist, Glucosamin ist fester Bestandteil der Gelenksflüssigkeit des Bindegewebes und der Knorpel. Also ihr wisst, worauf das hinausläuft. Mehr Gelenkflüssigkeit, besserer Knorpel, das ist alles gut für eure Gelenke. Das heißt, wenn ihr ordentlich beugt, dann sorgt Glucosamin dafür, dass es nicht ganz so scherbelt. Und wie ihr wisst, Gesundheit, auch beim Beugen, ist ganz wichtig. Schaut mal vorbei, zu haben im ESN-Shop. Und wenn ihr ein bisschen sparen wollt, dann nutzt gerne meinen Code MAXLANG. Ne? Gute Sache. Übrigens hat man früher da zu mir gesagt, ist einfach ein paar Gummibärchen. Aber ich glaube, Gummibärchen, da ist dann auch ein bisschen viel Zucker drin. Das passt gerade nicht in die Ernährung rein. Und das hier ist auch noch übrigens vegan, zu 100%. Ups. Schauen wir mal vorbei. Ansonsten, ne? Resümee. Video von der Qualität her an sich kann man noch besser. Aber vom Inhalt immer noch korrekt. Ich habe jetzt noch ein paar Kommentare hinzugefügt für euch. Auch damit das Video ein bisschen länger wird. Aber das passt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gerne Daumen hoch. Gebt mir gerne Feedback, was ihr davon haltet, wenn ich mir all die Videos angucke und dazu ein bisschen Quatsch. Wenn das cool ist für euch, dann kann ich das wieder machen. Wenn nicht, meist nicht mehr so oft. Ansonsten grüßt mir eure Großeltern und sagt ihnen, der hat sich ein ganz altes Video von sich angeguckt, die Anfänge. Und vielleicht sehen sie ja selber mal so den Unterschied zwischen damals und heute. Ansonsten verbleibe ich mit einem bleibt gesund und bis